geht's euch? Geht's gut? Sehr gut, sehr gut. Super, danke. Selber? Ja, sehr gut, danke. Wie war die Anreise für euch? Seid ihr aus Vorarlberg herkommen? Ja, also direkt am Morgen los von Vorarlberg und ja, es ist ja nicht, es ist ja direkte Autobahnverbindung, es geht schon, ist jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja Schlimmeres gewohnt eigentlich. Wie lange seid ihr gefahren ungefähr? Oh meine Güte, ich bin auf jeden Fall schon seit 5 Uhr morgens wach und um 13 Uhr waren wir da. Also gute 7 Stunden. Und was macht ihr da so? Im damit? Bus? Schlafen. Heute haben wir uns eigentlich aber ziemlich gut amüsiert, sobald wir in Österreich waren und 3G auf dem iPhone gehabt haben. Haben wir uns amüsiert ab schweizerdeutscher Pornosynchronisation. Dann der Ö3 Callboy, wo beim Marco Arnautovic angerufen hat. Das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Das ist saugeil. Das ist super. Ja. Willst du mir rausschmeißen jetzt? Das ist jetzt halt einmal so. Und wie macht der Schweizer? Ah, geil, schleck mir. Spritzt drauf Tätowierung. Gut, so. Ich war da nicht, damit habe ich nichts zu tun. Wie würdet ihr die österreichische Metal-Szene mit der deutschen vergleichen? Weil ihr habt ja, dadurch, dass ihr aus Vorarlberg stammt, habt ihr ja bei uns in Wien quasi so einen Außenseiterstatus, einen positiven. Aber ihr seid ja geografisch in der Nähe von Deutschland, ihr habt ja beides quasi irgendwie. Ja, genau. Also, ich meine, die Szene ist vergleichbar mit der deutschen. Es gibt halt einfach. Es ist einfach die Quantität an Bands, wo in Deutschland natürlich viel höher ist. Deshalb auch mehr größere deutsche Bands als österreichische. Aber ich denke, die Szene ist auf jeden Fall ähnlich. Das ist, ja. Wir sind jetzt hier nicht in Kasachstan oder so, aber das ist echt ähnlich. Es ist halt ein bisschen kleiner und verteilter Österreich, aber so von der Szene her ist es echt. Also, wir haben halt hier, da wir Österreicher sind, glaube ich, hier mehr Anhänger und Fans und Leute, die sich mit uns freuen über unseren Erfolg. Und vor allem hier in Wien merkt man es. Hier war unsere erste Show ausverkauft. Also die erste Show, die wir ausverkauft haben. War das mit Devil Driver damals? Oder nee, außerhalb von Vorarlberg eigentlich. Eben, das war gerade im Jänner in der Szene, war wirklich die erste Show außerhalb von daheim, wo wir quasi headlinen, wo ausverkauft war und wirklich ein größerer Club, jetzt nicht irgendwie, wie es jetzt in Deutschland zum Beispiel ist, ein kleiner Keller oder so. Also das macht schon was her irgendwie mit der Szene. Also wie gesagt, die Szene, die ist an sich gleich, nur die Größe ist einfach eine andere. Ihr wurdet ja zu Beginn eurer Karriere mit Killswitch Engage sehr oft verglichen. Wie habt ihr früher über diese Vergleiche gedacht? Also war das für euch eher negativ oder war das vielleicht sogar positiv, weil ja die quasi Anführer der Metalcore-Szene war ja Killswitch Engage und Metalcore war damals ja Trend? Wir haben es von Anfang an einfach positiv gesehen, weil es gibt wirklich Schlimmeres als mit der Speerspitze von der Bewegung damals zum Verglichen werden. Ich meine, das ganze Metalcore und generell, das hat sich jetzt sehr, sehr gewandelt in den letzten paar Jahren, aber damals hat uns das schon stolz gemacht, dass wir mit einer Band, die wir sehr schätzen und auch immer noch sehr gern hören, verglichen zu werden. Oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer noch so. Es ist heute noch so, das heißt, also wir werden heute noch verglichen mit Killswitch. Aber ich bin da stolz drauf. Ich finde, ihr habt jetzt mit dem neuen Album, mit dem dritten The Sorrow, habt ihr jetzt, finde ich, eure eigene Nische quasi gefunden. Habt ihr euch bewusst irgendwie dazu entschlossen, ein bisschen von dieser quasi Metalcore-Schiene wegzukommen und euren eigenen Stil zu finden? Ja, bewusst. Das passiert eher. Also wir sind jetzt noch, finde ich, am richtigen Finden von uns selber. Es wird halt, wir hören so viel verschiedene Musik und wir haben so viele verschiedene Sachen, die uns begeistern. Das ist einfach, wir mischen da alles zusammen und wir versuchen das jetzt, vor allem was so mit Indie-Rock und so Sachen zu tun hat, ein bisschen einfließen lassen und das gefällt uns vor allem ein bisschen, alles gute Musik zu machen. Wir versuchen das nicht krampfhaft, aber wir probieren uns schon irgendwie zum Lösen von einer Szenerie, wo wir uns im Endeffekt nicht oder nicht mehr so zu Hause fühlen, rein musikalisch. Und deshalb auch ein bisschen genrefremde Einflüsse, eben wenn es um Indie- oder Alternative-Einflüsse geht und weg vom
vom typischen Staccato, Metal oder Thrash-Metal-Riffing, was früher eigentlich sehr omnipräsent bei uns war, das kommt jetzt nicht mehr so vor. Und wie aber entstehen? kann natürlich vorkommen, wie ihr schon sagt, das ist nicht gezwungen. Wir setzen uns hin, machen Riffs, schreiben Songs, die uns gefallen und was passiert. Ja, wenn es uns gefällt, dann kommt es auf Platte, wenn es uns nicht gefällt, dann trotzdem, weil wir schreiben zu wenig Songs. Das leitet schon über zu meiner nächsten Frage. Ich wollte wissen von euch, wie eure Songs üblicherweise entstehen. Ja, also so die Grundidee kommt meistens, sage ich mal, vom Andi oder mir. Wir sitzen daheim, denken uns Riffs aus und da wir wenig Zeit haben, miteinander wirklich zum Proben, neue Songs, weil es braucht viel Zeit, programmieren wir Drumbeats am Computer, riffen drüber und bauen so einen Song auf. Und am Schluss entsteht dann eigentlich nur der Gesang, den ich mit Tobi zusammen mache, weil er richtig gut Englisch kann. Machen wir noch die Vocals zusammen. So Stück für Stück wird es aufgebaut. Meistens jetzt im Proberaum zusammen sitzen wir und Grundidee und dann Stück für Stück zusammenbasteln. Aber da kann von Anfang bis Ende viel passieren, bis wir wirklich zufrieden sind. Also es kommt vor, dass wir ein halbes Jahr für einen Song brauchen und einen anderen Song haben wir in einem Tag. Ja, und du hast es schon angesprochen, ihr schreibt beide an den Texten. Ja, also ich brauche da einen Tobi dazu, er macht es einfach. Also es läuft eigentlich so ab, dass ich generell, wenn die anfangen zum Song schreiben, dann trage ich meine Ideen zusammen. Im Endeffekt kann ich nicht für mich selber, also ich kann schon einen Text schreiben, aber im Endeffekt brauche ich ihn dann dazu, weil zuerst steht die Musik, nachher kommen die Vocals und da geht es halt wirklich bei uns genau um Phrasierungen und Sachen und dann modifizieren wir so den Text, dass er einfach dann auch auf den Song passt. Und mir ist einfach wichtig, dass der rote Faden im Text erhalten bleibt, dass die Message dieselbe bleibt wie das, was ich ursprünglich angedacht habe. Und so ist es eigentlich. Also Texte schreibe, würde ich jetzt sagen, zu 90% ich nur mit ihm zusammen. Ich habe eine fixe Idee, wie ich singen möchte, nur nicht, was ich singen möchte. Okay. Sondern wie viele Silben und so. Ich weiß da genau schon, wie welcher Teil funktionieren muss, da ich den Song aufbaue oder halt schreibe, weiß ich genau, wie welcher Teil wie wirken muss und was ich wie schreien, singen möchte. Und dann sitzen wir mit Tobi zusammen und wird Silben gezählt. I am, und dann wird zusammengebastelt. Cool.